Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie schön, dass du da bist. Durch mich hindurch aus meinem inneren Wissen und Angeschlossenheit kommt eine Nachricht zu dir. Es ist so gigantisch spannend, was hier auf der Erde gerade passiert. Und es passiert nicht eine Sache, sondern je nach Bewusstsein schaut die gleiche Sache sehr verschieden und unterschiedlich aus. Da, wo Dinge in deinem eigenen, in unserem Feld nicht aufgeräumt sind, das heißt, wo wir noch Glaubenssätze haben, die uns limitieren, schauen die Dinge ganz einfach ganz anders aus, wie da, wo wir aufgeräumt haben, wo wir entlassen haben, wo wir entschieden haben, was ist für uns wichtig, was nicht für uns wichtig. Das heißt, natürlich ist es so, dass das Außen, wie ich es wahrnehme, die Reflexion von dem ist, wie mein Bewusstsein ist. Und dieses Bewusstsein lässt sich ständig ändern. Und aber auch gleichzeitig geht es ja sogar genau im Moment um dieses Bewusstsein, denn die Befreiung findet im Bewusstsein statt. Wenn ich aus der Situation gebunden in die Rolle zu sein und die Limitierung meiner Rolle, meines Körpers, meiner Familie, meine ganzen Schwierigkeiten, ja, jetzt Weihnachten, eine super Situation für viele Menschen, wo man in lauter auch Gebundenheit hineinkommt und dann Schwierigkeiten erleben kann, weil man in dieser Rollensituation sich auch verhaken, verrennen und sonst wie kann, wo was man alles macht und tut und was richtig ist und wie es sein muss und so weiter. Oder wenn ich dann wirklich in das Wesen hineingehe, bewusst, was ich eigentlich bin. Denn diese Rolle bin ich ja gar nicht, die spiele ich, die habe ich. Und das, was ich wirklich bin, ist unsterbliche, vollkommene, göttliche Energie. Und wenn ich da drinnen ruhe und weiß, ich kann nicht sterben, mein Körper kann vielleicht sterben, aber ich kann nicht sterben. Ich bin mit allem verbunden, ich bin schon vollkommen. Ich muss nichts für meine Vollkommenheit tun, außer sie zu erkennen und zu spielen, zu leben und zuzulassen. Und ich sehe, ich habe diese Rolle. Mit der mache ich die Erfahrung auf der Erde. Die kann ich beobachten, die kann ich aus meiner großen Perspektive sogar leiten, führen und ihr das Leben erleichtern. Dann sieht alles auf einen Schlag völlig anders aus. Jetzt sind die Ereignisse, die auf der Erde passieren, wie gesagt, für jeden unterschiedlich, je nach Bewusstsein. Was ganz, ganz wesentlich ist, ist, es funktioniert auf der Erde so, dass die Ereignisse im Außen immer schlimmer werden, bis ich Stopp sage und sage, so nicht weiter, ich will es anders. Es zum Beispiel, wenn wir die Finanzsituation anschauen. Finanzen und Umgang mit Finanzen ändert sich gewaltig mit meinem Bewusstsein. Wenn wir aus dem Bewusstsein leben, wir müssen das und das und das und das tun, damit wir überleben können, Essen bekommen, Miete zahlen können und. Ist das ein bestimmtes, sehr rudimentäres Überlebensbewusstsein, was aus dem Verstand kommt. Und unsere Energie strahlt das aus, was uns begegnet. Mangel zum Beispiel. Und dieses
muss zum Beispiel immer schwieriger werden, wenn ich in diesem Bewusstsein bin, bis ich an den Punkt komme, dass ich sage: „Wow, wofür lebe ich denn eigentlich? Was ist wirklich entscheidend?“ Und den Umschwung schaffe in mir, anstatt zu überleben, für mich zu arbeiten, alle Resources auszubeuten, was wir ja kennen auf dieser dritten Dimension Bewusstseinsebene, zu was habe ich denn zu geben für die Erde, für die Menschen, für die Welt? Was ist es, wofür ich wirklich da bin? Was ist es, was mich zutiefst begeistert? Und ich gebe, schenke und empfange auf einmal Fülle. Im Mangel kann ich nicht geben. Wenn du nicht geben kannst, nicht schenken kannst, bist du vermutlich im Mangel. Wenn ich gebe, wenn ich schenke, wenn ich für die Menschen arbeite, dafür, dass es vielen Menschen gut geht, dass sie wachsen können, dass sie sich entfalten können, dass sie ihr volles Potenzial leben können, wandelt sich meine gesamte Energie in Fülle und Fülle ist das, was zurückkommt. Das heißt, wenn wir von Finanzkrise sprechen, ja, wir können natürlich alles äußerlich anschauen, dann sind wir noch in dem Bewusstsein von Opfertum. Und im Opfertum ist es logisch, dass man ins Gefängnis kommt, also ich meine, gefangen wird, ja, und dass man mit seiner Freiheit immer mehr beraubt wird. Das ist logisch, das gehört zum Opferbewusstsein, zum Victim-Bewusstsein, zum Nicht-Können, nicht tun können, nicht von innen schaffen können. Und in dem Moment, wo wir den Umschwung dort schaffen, so dich selber wirklich zu fragen, was ist es eigentlich, was du zu geben hast? Was ist es, was die Erde, was die Menschen brauchen, damit sie in ihre Entfaltung kommen? Drehe ich den Spieß einmal um und ich fange an, Fülle zu erschaffen. In meinem eigenen Leben war das genauso. Ich bin durchgegangen. Wir haben viele Unternehmen aufgebaut, genau genommen 6 verschiedene Unternehmen, ganz viele verschiedene Erfahrungen in den verschiedensten Unternehmen gemacht, die wir aufgebaut haben. Unter anderem war ich ja Modedesignerin mit eigener Modemarke. Und ich weiß noch, wie ich früher wahnsinnig hart gearbeitet habe und irgendwie um mit den ganzen Sachen irgendwie dahin zu kommen, wo ich wirklich sein will, wie viel Mühe, wie viel Anstrengung da drinnen war und wie viel auch immer wieder davon geprägt war, meine Rechnung, meine Mitarbeiter, meine Miete, meine ganzen Sachen bezahlen zu können. Ja, bis also dieser riesige Einschnitt einfach auch kam, wo unsere Tochter tödlich verunglückt ist und wir gesagt haben, so, was ist es? Das Leben ist nicht festzuhalten. Was ist es, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist, was wirklich wesentlich ist? Und da waren wir dann wirklich gemeinsam, mein Mann und ich, in der Lage, das ganze Alte loszulassen, dem Herzen zu vertrauen, dem Wissen zu vertrauen, nach Asien auszuwandern und alles umzudrehen, auf alles, was wir an Fähigkeiten haben, einzusetzen, dass die Menschheit erwacht, dass die Menschen in ihre Kraft kommen, dass die Menschen in ihre Freude, in ihr wahnsinniges Potenzial kommen und das leben. Und für Humanity, für die Menschheit zu arbeiten, all unsere Fähigkeiten für das Ganze einzusetzen. Nicht mehr ich, sondern wir haben alles auch auf Spendenbasis umgestellt, dass jeder alles das machen kann, was wir an Unterstützung geben. Alles, was wir machen, ist Unterstützung, ausschließlich. Und dieses konkrete Umschwenken im eigenen Denken, was ist wesentlich? Ja, der Punkt, der Tod unserer Tochter, dieser plötzliche Unfalltod, der hat einfach das
so auf den Punkt gebracht. Du siehst dann das Kind da, also was ist, sie war schon 26, im Sarg liegen und weißt einfach so, es gibt im Leben nichts festzuhalten, was ist wirklich wesentlich. Und das machte das möglich, egal wie die Gesellschaft funktioniert, alles umzudrehen von innen und wirklich auf das zu gehen, was wirklich wesentlich ist. Ich meine, wir sind ja dafür auch gekommen. Wir konnten nur vieles noch nicht. Eigentlich war es immer schon dieser Zug da drinnen, aber es ging noch nicht durch und damit ging es wirklich plötzlich durch und Fülle gebend. Die Fülle, alles, was wir haben wir gegeben, alle Möglichkeiten und alles, was wir haben, was in unserem Herzen liegt, geben wir und es kommt in einer unglaublichen Fülle zurück. Und das ist auf dem Gang des Bewusstseins, wenn da Finanzkatastrophe, Finanzschwierigkeiten oder sonst wie in deinem Feld auftaucht, dann bedeutet das, dich zu fragen, ist jetzt vielleicht der Moment, umzuschwenken in die Freiheit. Wenn ich das über außen nehmen will, also sozusagen Grundeinkommen vom Staat, damit ich in meine Freiheit komme, funktioniert das nicht. Das ist ein Schuss ins Knie, der geht in die andere Richtung als die, die du haben willst. Denn in jeder einzelnen Situation geht es jetzt um das Freiwerden deines multidimensionalen Schöpferwesens. Du kannst alles, du hast alles, was du brauchst in dir, da fehlt nichts. Und jeder Moment ist immer eine Frage: Folge ich dem Außen? Folge ich der Manipulation? Folge ich dem Verstand? Denke ich, die Sachen lassen sich über Außen regeln? Dann werden sie schwieriger, schwieriger, schwieriger. Hör mich genau, bis du den Moment merkst, so jetzt nicht mehr weiter. Ich muss jetzt grundsätzlich etwas verändern. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu fragen, was ist es, was du willst, und dann die neue Energie zu erschaffen. Nämlich die Energie, wo du bestimmst, wo du gestaltest, wo es von dir ausgeht. Die neue Erde, die neue Zeit, das neue Bewusstsein, was auch immer du nimmst, ist deine Angelegenheit. Niemand kann dir dabei diesen Schritt abnehmen. Dich unterstützen sehr wohl, daran erinnern sehr wohl, aber tun, gehen muss jeder den selber. Alle Ereignisse, die also sozusagen stattfinden, die dich irgendwo anstoßen lassen, sind immer eine Frage an der Stelle. Was ist es, was du wirklich willst? Wofür bist du da? Lass es von innen ausgehen. Wandle von innen. Das ganze Bewusstsein, ich, ausbeuten, her damit, ich kann sonst gar nicht überleben, muss verschwinden. Zu erkennen, alles ist verbunden und selbstverständlich, was ich dem anderen gebe, gebe ich mir. Erzeugt eine restlos neue Lebensrealität. Selbstverständlich ist das ohne Meditation und ohne nach innen gehen und ohne Besinnung nach innen nicht möglich, an die eigenen Bedürfnisse schließen und von innen die Kraft zu entwickeln, die stärker ist wie das Außen. Aber das ist es, worauf es ankommt. Du kannst also davon ausgehen, dass alle Ereignisse für dich sind. Denn wir sind nicht immer in der Lage, die Schritte alle von alleine, ohne irgendwelche solche Hilfe von Schwierigkeiten von außen
zu machen, dass wir wirklich sagen: „Okay, jetzt schwinge ich wirklich um in etwas Neues und lasse das Alte tatsächlich los.“ Das alles Alte, worum es geht, was losgelassen werden will, muss, ist alles limitierende Bewusstsein. Wo ich etwas tun muss, mich zwingen muss, gegen mich arbeiten muss, damit ich das und das und das erreiche. Das neue Bewusstsein ist, ich erzeuge in mir die Energie und das Außen kann gar nicht anders. Es reflektiert das, was von innen ausgeht. Füreinander, miteinander ist eine gigantische Energie im Verhältnis zu ich muss überleben. Ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal.